Aus der Antike stammt die Mär vom Phrygerkönig Midas, der von Bacchus einst viel Gold begehrte, was dieser gnädig ihm gewährte. Gold durch Berührung, wie erbaulich! Doch Essbares ward unverdaulich, und Midas bat den Gott voll Schreck: Nimm mir die Gabe wieder weg. Fortan galt Midas als ein Wicht, der nicht viel denkt, bevor er spricht. Das kränkt ihn etwas, aber bald macht er am nächsten Fettnapf Halt. Lustwandelnd einst, er hatte Zeit, latscht er in einen Götterstreit. Pan und Apoll als Kontrahenten. Ein Song-Contest mit Instrumenten. Den Anfang macht mit Flöte Pan. Dann ist Apolls Kitara dran. Gott Tmolus ist das Schiedsgericht. Er hört sich's an und zögert nicht. Apollo siegte zweifelsfrei. Nur Midas machte Großgeschrei, Apollos Spiel sei grauenvoll. Handgreiflich wurde da Apoll. Mit Eselsohren gilt ein König bei seinem Volke eher wenig. Damit es nie davon erfahre, hält er bedeckt nun Ohren und Haare. Dies wirkt sehr modisch, keiner fragt, warum der König Turban trägt. So bleibt geheim des Königs Schande und Ruhe herrscht im Phrygerlande. Nur einer sieht, was Sache ist. Das ist des Midas Hairstylist. Denn beim Friseur gelingt ein Schnitt nur ohne Hut und niemals mit. Hör zu, spricht Midas leise, und vernimm dies Wort aus meinem Mund. Was du hier siehst, sag's keinem weiter, sonst rollt dein Kopf. Das Letzte schreit er. Haarkünstler leiden, wenn verbannt von dem, was neu und interessant. Denn Smalltalk, Klatsch, ohne Übertreibung, sind Teil von ihrer Jobbeschreibung. Und nun muss er, der Profi, schweigen, darf nicht durch Wort sich kundig zeigen, er legt sich nieder und wird krank. Bis plötzlich er dem Gott sei Dank die Lösung hat. Er zieht sogleich schaufelbewehrt zu einem Teich. An dessen menschenleerem Strand gräbt er ein Loch mit eigener Hand, spricht leis hinein, nicht unverfroren. Midas, er hat Eselsohren. Gibt Erde drauf, schwingt froh den Spaten, er hat's erzählt, doch nicht verraten. Doch an dem Ort sprießt übers Jahr ein Feld von Schilf, das wunderbar, wenn Wind über die Halme gleitet, sanft rauschend in die Welt verbreitet. Midas, er hat Eselsohren. Geheimnis einmal ausgesprochen, ist als Geheimnis schon verloren.